Ein parlamentarischer Schlagabtausch im britischen Oberhaus macht deutlich, wie es um die irische Neutralität bestellt ist. Was es damit auf sich hat und warum das für dich vielleicht wichtig ist, wenn du ein sicheres Land suchst zum Auswandern oder für deinen Plan B, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unser Seminar Auswandern nach Irland. Irland ist ja für viele deutschsprachige Mandanten interessant. Erstmal gibt es steuerliche Vorteile. Dann kann man in Irland den Pass erwerben nach einigen Jahren. Mit diesem Pass kann man dann auch in Großbritannien und auf den anderen britischen Inseln leben. Wie gesagt, Auslandseinkünfte sind in Irland dank dem Non-Dom-Status steuerfrei. Und Irland ist eben ein Land, was weit abliegt vom Schuss. Es ist also, wenn man sich die geopolitische Situation anschaut, gerade im Osten Europas, ein sehr sicheres Land. Und es ist eben auch ein neutrales Land, kein NATO-Mitglied und hat auch nur ein sehr kleines Militär im Gegensatz zum Beispiel zur Schweiz. Und weil auch noch Homeschooling dort erlaubt ist, ist das natürlich sehr interessant für viele unserer Mandanten. Deswegen wollen viele Mandanten gerne nach Irland umziehen. Wir haben auch schon etliche Mandanten, die nach Irland umgezogen sind. Und deswegen machen wir dieses Seminar. Es findet in Cork statt. Es ist 3 Tage lang und du wirst dort alles erfahren, was du wissen musst rund um das Thema Irland. Wie bekommst du den irischen Pass? Was sind die steuerlichen Vorteile? Was musst du dabei beachten? Wie sieht es mit den Schulen aus? Wie findet man eine Wohnung in Irland? Was muss man steuerlich beachten hinsichtlich dem Wegzug aus Deutschland, Wegzugsteuer, erweitert beschränkte Steuerpflicht etc. pp. Wie ist es mit der Rückfallklausel in dem deutsch-irischen Doppelsteuerungsabkommen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es neben dem intensiven Seminarprogramm auch noch weitere interessante Programmpunkte. So werden wir zum Beispiel mal Atlantikklippen aus der Nähe begutachten. Wir machen eine Stadtrundfahrt in Cork und schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an und so weiter und so fort. Das Ganze ist in einem wunderschönen 5-Sterne-Hotel in der Nähe von Cork. Also, wenn du dich interessierst, nach Irland auszuwandern und gerne auch Gleichgesinnte treffen möchtest und mit mir dort Zeit verbringen möchtest, dann ist das genau deine Sache. Weitere Informationen auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum Thema. Wie du vielleicht weißt, ist Irland militärisch gesehen ein neutrales Land. Es hat eine lange Tradition, zumindest seit der Unabhängigkeit von UK, was die Neutralität anbelangt. Man hat zwar ein Militär, aber es ist kein sehr großes Militär. Man legt also auf die Neutralität auch wirklich Wert. Irland ist auch kein NATO-Mitglied. Da natürlich die Landesverteidigung dennoch eine wichtige Sache ist und Irland gar nicht in der Lage wäre, das eigene Land zu verteidigen, hat man ein Abkommen mit UK abgeschlossen und das im Jahre 2015 und das wird jetzt 2026 verlängert. Und in einer Debatte im britischen Oberhaus, da gab es neulich allerlei Keile für Irland, denn man unterstellt hier den Iren, dass sie sich nicht stark genug militärisch engagieren. Und das ist natürlich interessant, denn das zeigt dir hier mal aus erster Hand, wie wichtig im Grunde genommen den Iren dieses Thema Neutralität ist und wie sehr sie im Grunde davor zurückschrecken, militärische Kapazitäten aufzubauen und das auch im Angesicht natürlich geopolitischer Krisen und, möchte man sagen, einer veränderten Weltordnung. Ich möchte dir hier den Artikel zeigen, der das Ganze einmal darstellt. Ich werde ihn dann auch natürlich teilen in der Beschreibung dieses Videos. Er ist erschienen im Journal. Das ist eine irische Zeitschrift. Hier also der Artikel vom 5. September. British politicians accuse Ireland of not doing enough on defense as Minister Defense UK deal. During a robust debate in the House of Lords on Wednesday, Vernon Coker, the Minister of State in the British Ministry of Defense, outlined the detail of the deal. Also eine robust debate bedeutet eine lautstarke Debatte, die dort wohl stattgefunden hat. Und der Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, Herr Coker, hat dann noch mal kurz beschrieben, dass Michael Fallon, er war damals Verteidigungsminister, und Simon Coveney haben dieses Agreement 2015 unterschrieben und natürlich auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Irland neutral ist und nicht NATO-Mitglied ist. Aber dann hat ein Parlamentarier gesagt, ein Lord, like many countries across the whole of Europe, whether in NATO or outside, Ireland has been forced to confront the reality of what we face. Also, egal ob NATO-Mitglied oder nicht, Irland muss nun einsehen, wie schlimm die Zeiten sind, wie sehr sich die Zeiten verschlechtert
haben. Like every country, including our own, it is increasing defense spending and looking of what more it can do. Also soweit der Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, der im Grunde genommen Irland verteidigt, aber einige Parlamentarier, einige der Lords waren nicht sehr glücklich. Throughout the debate, various members of the British House of Lords alleged that Ireland was not paying its way on defense and was not reciprocating British goodwill. Also hier unterstellt man, dass Irland nicht erkannt hat, dass eine solche Beziehung gegenseitig sein muss und Irland macht einfach nicht genug. Alan West, who is a former admiral in the British Navy, also rounded on Ireland. Also der Parlamentarier Alan West, ein Lord, er war früher Admiral in der britischen Marine. Er hat also Irland scharf kritisiert und er sagt, if one looks at Norway and Ireland, which have about the same population, one finds that Ireland has 719 people in its navy, while Norway has 4,000. And that Ireland has 4 coastal patrol craft, while Norway has 69. Also er vergleicht Irland mit Norwegen, denn er sagt, die haben ungefähr die gleiche Bevölkerungsgröße und er kritisiert Irland, denn die irische Marine habe ja nur 719 Mann, während die norwegische es immerhin auf 4.000 bringt und die Iren hätten nur 4 Boote, während die Norweger es auf immerhin 69 bringen. Is it not time that we made it clear to the Irish that in this globally dangerous world they have to make an appropriate contribution to defense? Also wird es nicht endlich mal Zeit hier, dass wir den Iren endlich mal klaren Bein einschenken und ihnen sagen, dass sie jetzt auch aufrüsten müssen? Mir geht es jetzt gar nicht hier wirklich um diese britisch-irische Beziehung. Die ist eigentlich ja schon immer etwas angespannt gewesen. Ich würde sagen, es ist so eine Hassliebe zwischen zwei Brüdern. Man liebt sich und man schlägt sich, ganz klar. Im Zweiten und im Ersten Weltkrieg war es auf jeden Fall so, dass sehr viele Iren hier auf britischer Seite gekämpft haben. Und zwar freiwillig. Man hat dort einen Aufruf gemacht in Irland seitens des UK. Und wie gesagt, obwohl das Land schon unabhängig war, sind dennoch viele Iren für Großbritannien in den Krieg gestorben und sind natürlich dann auch im Krieg tragischerweise gefallen. Worauf ich hinaus will, ist, dass doch diese Debatte im britischen Oberhaus ein gutes Indiz dafür ist, wie ernst es Irland eigentlich mit der Neutralität meint. Sie werden dafür kritisiert, dass sie zu wenig Verteidigungsausgaben haben, dass sie hier zu wenig dem Deal beisteuern, den sie mit Großbritannien eingegangen sind. 700 Leute in der Marine ist natürlich nichts. Man muss natürlich wissen, Irland ist ein kleines Land, aber aufgrund der Tatsache, dass es eine Insel ist und aufgrund der Tatsache, dass die Küste so zerklüftet ist, ist die Küste natürlich gigantisch lang. Das heißt, da gibt es eine riesige Küstenstrecke hier zu verteidigen. Man hat ja auch schon jetzt immer wieder Probleme, dass da zum Beispiel Drogen über Irland geschmuggelt werden, weil man gar nicht in der Lage ist, die Küste tatsächlich zu kontrollieren. Ganz davon abgesehen ist auch das Wetter meistens schlecht. Das heißt, die See ist ziemlich rau. Und es gibt jede Menge Nebel etc. pp. Wenn man sich einmal die Größe der irischen Armee anschaut, dann wird man feststellen, dass diese wirklich nur sehr klein ist, denn insgesamt ist sie weniger als 10.000 Mann stark. Und zwar gibt es 7.500 Soldaten, die aktiv tätig sind und dann noch 1.720 in der Reserve. Vergleichen wir das mal mit der Schweiz. Die Schweiz ist auch ein sehr kleines Land. Da haben wir fast 150.000 Soldaten, wobei die meisten davon natürlich Freiwillige sind und Wehrpflichtige. Insgesamt hat die Schweiz rund 10.000 Berufssoldaten und der Rest sind eben Freiwillige. 100.000 sind aktiv im Militärdienst und rund 50.000 sind in der Reserve. Also kein Vergleich hier zur irischen Armee und damit siehst du also, wie ernst es Irland eigentlich meint mit seiner Neutralität. Man will eigentlich gar kein Militär haben. Das Militär, was man hat, das ist im Grunde nur so ein Feigenblatt, denn mit einem so kleinen Militär kann man ja nun wirklich nicht sehr viel machen. Wir haben es schon gehört, eine Marine mit nur 700 Mann. Hinsichtlich der Luftabwehr verlässt man sich dann auf den UK. Das kann man jetzt gut finden oder nicht oder realistisch finden oder nicht. Man kann natürlich sagen, das ist ja absolut unrealistisch in heutigen Zeiten. Wir sehen ja, was mit der NATO passiert. Da haben sich die europäischen Länder immer auf die USA verlassen. Das kann nicht gut gehen. Da muss man natürlich nun die geografische Lage Irlands auch nochmal wirklich in den Vordergrund rücken. Wir wissen aus deutscher Sicht, dass Deutschland ja besonders hier gefährdet ist, was einen Krieg anbelangt. Jeder große Krieg in Europa hat immer auch in Deutschland stattgefunden, auch in Deutschland gar nicht beteiligt war, auch wenn es gar nicht um deutsche Interessen geht. Denken wir zum Beispiel an den Dreißigjährigen Krieg. Aber aufgrund der zentralen Lage Deutschlands ist Deutschland besonders gefährdet. Und das Problem gibt es natürlich in Irland nicht, denn Irland ist weit weg vom Geschehen, sehr weit westlich, mitten im Meer.
Da gibt es relativ wenig, was hier interessant ist aus militärischer Sicht. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Irland einmal angegriffen wird und in einen Krieg hineingezogen wird, sehr gering. Da kann man natürlich dann eine kleine Armee haben. Aber diese Haltung, im Grunde zu sagen, wir sind nicht daran interessiert an militärischer Eskalation, an militärischer Stärke, sondern sehen unsere Stärken irgendwo anders, das ist eben besonders dann wichtig, wenn du ein Land suchst, vielleicht für dich oder für deine Familie, das nicht so an der Aufrüstungsbewegung interessiert ist, die zurzeit ja die EU und auch Deutschland erfasst hat, wo man hier bewusst einen Schritt zurück macht und sagt, naja, wir sehen uns eigentlich nicht als kriegerisches Volk. Wir wollen nicht in solche Konflikte involviert werden. Das wollen wir auch dadurch unter Beweis stellen, dass wir keine Armee aufstellen, zumindest keine große, und unser Geld, unsere Mittel anderweitig verwenden. Irland ist ja ein sehr reiches Land. Es hat sehr viele Mittel, es hat sehr viele Steuereinnahmen, insbesondere auch durch amerikanische Unternehmen. Irland könnte ohne weiteres ein Militär sich leisten, aber man hat sich bewusst dagegen entschieden, dies zu tun. Das hat verschiedene Gründe, da gibt es religiöse Hintergründe, aber man will eben auch eigentlich einen Kontrapunkt setzen zur Geschichte, als man unter britischer Herrschaft war und da sehr starke militärische Konflikte involviert war. Davon will man sich klar distanzieren und will im Grunde genommen sagen, das war die Vergangenheit, damit haben wir heute nichts mehr zu tun. Das ist ein neues Irland und kein kriegerisches Irland mehr, kein Irland, was sich hier besonders militärisch hervortut. Wenn du also auf der Suche bist nach einem Plan B-Land oder vielleicht auch nach einem Land, wo du einige Jahre leben kannst, mit deiner Familie zum Beispiel, während deine Kinder in die Schule gehen. Die Schulbildung ist sehr gut, da fließen sehr viele Ressourcen in die Schulen, auch in die staatlichen Schulen. Wobei, genau gesagt, gibt es in Irland nur sehr wenige staatliche Schulen. Ein Großteil der Schulen, über 90%, wird dort von der katholischen Kirche betrieben und die sind dann unter staatlicher Aufsicht und die Lehrer werden auch vom Staat bezahlt. Aber es sind eben die Kirchen, die letztlich diese Schulen betreiben. Oder eben Homeschooling ist natürlich für viele auch ein Thema, weswegen sie Irland sich aussuchen. Wenn du also ein Land suchst, sage ich mal, wo du vielleicht einige Jahre leben kannst, ohne der geopolitischen Gefahr, wie wir sie momentan in Europa sehen, so ausgesetzt zu sein, vielleicht ein Land, was in der EU ist, was aber dennoch auch eine gewisse Distanz zur EU hat, was steuerliche Vorteile hat, was du vielleicht auch nur als Sprungbrett verwenden kannst, um dann in ein paar Jahren irgendwo anders hinzuziehen, dann ist Irland sicherlich keine schlechte Wahl, zumindest dann nicht, wenn du das Wetter aushalten kannst. Denn das Wetter ist nun wirklich nicht so gut, das muss man ganz klar sagen. Aber für ein paar Jahre, denke ich, kann man alles aushalten. Und daher wundere ich mich nicht, dass wir immer mehr Mandanten haben, die nach Irland umziehen. Wie gesagt, auch wenn es nur für ein paar Jahre ist, bis die Kinder die Schulbildung abgeschlossen haben, dann können sie alle Englisch sprechen, dann haben sie alle einen sehr guten Schulabschluss. Dann können sie auch Englisch studieren gehen, zum Beispiel in Irland oder UK oder auch sonst irgendwo. Und wie gesagt, mit dem irischen Pass kann man dann auf allen britischen Inseln leben, inklusive Großbritannien, aber eben auch auf den kleinen Inseln wie zum Beispiel Isle of Man, Jersey, Guernsey oder Sark, die alle steuerliche Vorteile haben. Wenn dich das Thema Irland also interessiert, wenn du ein neutrales Land suchst, ein Land, was nicht in Konflikte involviert ist und sich auch nicht in Konflikte involvieren lassen will, dann könnte also Irland für dich interessant sein. Dann lade ich dich gern zu unserem Seminar ein. Habe ich ja schon am Anfang angesprochen. Da reden wir im Detail darum, wie du nach Irland umziehen kannst, was du steuerlich beachten musst, damit das Ganze für dich dort auch wirklich funktioniert. Oder ansonsten buch gerne noch ein Beratungsgespräch. Link dazu packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich kenne Irland sehr gut. Ich habe dort selbst mit meiner Familie gelebt. Meiner Familie hat es in Irland sehr gut gefallen. Man muss einen gewissen Sinn für Romantik haben, für so eine raue Romantik oder ich nenne es immer eine Pfadfinderromantik. Aber wenn du das hast, dann kannst du dort glücklich werden. Wir haben seitdem vielen anderen Mandanten geholfen, ebenfalls nach Irland umzuziehen, dort Unternehmen zu gründen, sich steuerlich optimiert aufzustellen. Das ist genau das, was wir seit 20 Jahren machen, nicht nur in Irland, auch noch in etlichen anderen Ländern. Wenn das auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.